Wir beschäftigen uns im nächsten Kapitel mit den Entwicklungslinien solidarischer Ökonomie und gehen dazu in der Episode 1 nochmal auf die Anfänge der Arbeiter-Selbsthilfe zurück, ganz zu Beginn der Industrialisierung. In der zweiten Episode werden wir dann uns die wirtschaftliche Selbsthilfe in den Ländern des globalen Südens anschauen. Jetzt bleiben wir aber erstmal im Norden und die Lernziele sind für diese Einheit, dass Sie die historischen Ursprünge der Arbeiter-Selbsthilfe kennenlernen und dass Sie den Zusammenhang mit der Industrialisierung verstehen als Hintergrund dessen, was wir heute als solidarisches Wirtschaften kennen. Die redlichen Pioniere von Rochdale sind in die Geschichte eingegangen als die ersten, die eine erfolgreiche Konsumgenossenschaft gegründet haben. Und der Hintergrund ist einfach der, ich hatte ja vorher schon erzählt von Robert Owen, der das Experiment gemacht hatte mit den Angestellten und Arbeiterinnen seiner Baumwollspinnerei, dort menschenwürdige Arbeitsbedingungen einzuführen, also durch Arbeitszeitverkürzung beispielsweise hat er auf 10,5 Stunden verkürzt, dann hat er eine Kranken- und Altersversicherung eingerichtet und er hat dann dort auch Waren und Güter des täglichen Bedarfs gehandelt auf dem Firmengelände zu günstigen Preisen. Dann wurde Kinderarbeit verboten und eine Schule für Kinder errichtet. Dann daraufhin, im nächsten Step, hat er für seine Arbeiterinnen preiswerte Wohnungen bauen lassen und so dann praktisch Arbeits- und Lebensgemeinschaften geschaffen, in denen es keine Not, Ausbeutung, Ungleichheit und Unfreiheit mehr gab. Dieses führte aber, wie ich auch schon erwähnt habe, ja nicht zu dem gewünschten Erfolg, weil er einfach die Unterstützung von außen auch nicht hatte bei diesem individuellen Vorstoß. Und er verließ dann England, verkaufte seinen gesamten Besitz und widmete sich dann diesem Siedlungsprojekt New Harmony in Amerika, um dort seine Ideale dann umfangreicher zu verwirklichen. Auch dieses Projekt New Harmony scheiterte letztendlich an internen Problemen und man muss aber trotzdem sagen, dass der Robert Owen auch gedanklich den Weg bereitet hat für die erste konsumgenossenschaftliche Bewegung, die nämlich von einem Arzt 1827 von William King mit der Cooperative Trading Association in Brighton, Südengland, ins Leben gerufen wurde. Die haben auch die erste Genossenschaftszeitung gegründet, den Cooperator, wobei auch diese Genossenschaften eine kurze Lebensdauer hatten und schnell zerfielen, weil sie keine Vorteile für die Beteiligten angeboten haben, also weder Vorteile in Bezug auf die Preisgestaltung noch auf so etwas wie eine Rückvergütung. Dennoch war auch diese Phase dann, ist aus der Rückbetrachtung kann man auch diese Phase als einen Entwicklungsschritt betrachten, der letztendlich dann der erfolgreichen Gründung der Pioniere von Rochdale vorausging. Hintergrund ist immer noch die katastrophale Lebenssituation der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken und in den Städten. Also dort waren nicht nur die Arbeitsbedingungen schlecht, sondern auch die Versorgung mit Gütern und Waren des täglichen Bedarfs, allen voran mit Lebensmitteln. Also sie haben dort auch schon die Situation gehabt, dass also Lebensmittel verdorben waren mit Sägemehl, mit Urin angereichert oder mit sonstigen widerlichen Dingen. Das kam dadurch, dass die
dass es Zwischenhändler gab, die die Lebensmittel weiterverkauften und sich dann praktisch auch daran bereicherten. Also auch die Lebensmittelskandale sind letztendlich kein Phänomen der neueren Zeit, sondern waren damals schon gang und gäbe. Und diejenigen, die aus den vorgenossenschaftlichen Bewegungen kamen, wollten eben sich primär erstmal versorgen mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, die so auch nicht mehr zugänglich waren, weil, wie wir ja auch schon vorhin gesehen hatten, die Menschen ja aus dem Land, vom Land massenweise in die Städte gezogen waren im Zuge der Industrialisierung. Das heißt, der Rückgriff auf ihre teilweise Selbstversorgungswirtschaft oder auch auf die familiären Bindungen, die sie auf dem Land gehabt hatten, der war weggefallen. Und in der Stadt gab es natürlich auch erstmal keine Möglichkeit, Lebensmittel selbst anzubauen und auch natürlich keine Zeit, dies zu tun. Also die Lebensmittel waren die Grundlage und so haben sich dann 1844 28 Weber in Rochdale bei Manchester zusammengeschlossen zur ersten Konsumgenossenschaft. Sie nennen sich deswegen die Redlichen, also Equitable Pioneers, weil sie in ihren Grundsätzen hatten, dass sie nur unverfälschte Ware verkaufen, zum einen, dass sie nur gegen Barzahlungen verkaufen und dass sie nach dem Grundsatz handeln, ein Mensch, eine Stimme. Das ist auch bis heute ja ein wesentliches Merkmal der Genossenschaft. Das Prinzip ein Mensch, eine Stimme. Also jeder hat die gleiche Stimme, egal wie viel er sozusagen an Anteilen dieser Genossenschaft hält. Und ganz unabhängig davon, für wie viel Umsatz er in dieser Genossenschaft sorgt. Barzahlung war insofern auch wichtig, als die vorhergehenden Genossenschaftsversuche oder auch die ansonsten vorhandenen Händlernetze gegen Kredit häufig die Waren abgaben und damit sozusagen zur eigenen Verschuldung natürlich beitrugen, als auch zur Verschuldung der Konsumenten, also der Kunden. Und dieser Schuldenkreislauf beispielsweise konnte auch durch die Einkaufsgemeinschaft letztendlich durchbrochen werden, weil sie auch das Prinzip der Rückvergütung schon von Anfang an mit dabei hatten. Das heißt, für das, was jeder Einzelne eingelegt hat in die Gemeinschaft, wurde dann sozusagen aus dem jährlichen Umsatz heraus etwas zurück ausgeschüttet auf die einzelnen Mitglieder. Das ist die genossenschaftliche Rückvergütung, die auch bis heute zu den Wesensmerkmalen hinzugehört. Und zum damaligen Zeitpunkt war das eben so, dass dadurch beispielsweise die Leute im Winter ihre Kohlen bezahlen konnten. Ja, das ist ja auch berühmt geworden als der Kohlepfennig. Ja. Wenn sie das nicht gehabt hätten, dann hätten sie sozusagen für die Kohlen wiederum im Winter hätten sie einen Kredit aufnehmen müssen beispielsweise, weil sie ja nicht mehr Lohn bekommen haben im Winter. Und so hat die Konsumgenossenschaft im Grunde genommen für ihre Mitglieder ökonomische Vorteile geschaffen. Zum einen konnten sie im gemeinsamen Einkauf von Waren natürlich bessere Preise erzielen und diesen besseren Gesamtpreis auch auf den Einzelnen umlegen. Und zum anderen war durch die Gemeinschaft letztendlich auch vieles noch an Dienstleistungen, an internen Dienstleistungen, gegenseitiger Hilfe möglich, was auch außerhalb der Genossenschaft nicht möglich gewesen wäre und was dazu beigetragen hat, dass letztendlich sich die Lebensverhältnisse der Genossinnen und Genossen wirklich merklich verbessert haben. So, jetzt habe ich Ihnen hier gleich ein
Zitat von Karl Marx mitgebracht, was durchaus kritisch ist. Also Marx hat, wir hatten es ja anfangs schon gesagt, von dieser dritten Säule der Arbeiterbewegung, dritte Säule deswegen, weil erste und zweite Säule sind Partei und Gewerkschaft. Von dieser dritten Säule hat Karl Marx und auch die, sage ich mal, die dogmatischen Marxisten und Sozialisten haben davon nichts gehalten. Also der Marx hat dann eben dieses Zitat geprägt, wenn die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten so weit beendigt ist, dass er seinen Arbeitslohn bar ausgezahlt bekommt, fallen die anderen über ihn her, das heißt der Hausbesitzer, der Krämer, der Pfandleiher, und so hat er sozusagen die ständige Herrschaft der Besitzenden über die Besitzlosen analysiert und hat auch gesagt, dass die Konsumgenossenschaften zwar die Befindlichkeit des Einzelnen kurzfristig verbessern können, dass sie aber die Grundstruktur dieser Ausbeutung, ja, also die letztendlich im Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen denen, die eben das Kapital haben und denen, die nur sich selbst als Ware letztendlich verkaufen können, den Grundwiderspruch überhaupt nicht beseitigt. Deswegen hat er tendenziell abfällig von solchen praktischen Vereinigungen gesprochen und wie gesagt immer mit dem Fokus, dass nur durch die Parteiarbeit und die Arbeit der Gewerkschaft letztendlich davon auszugehen ist, dass dieser Grundwiderspruch überwunden oder aufgelöst werden kann. Teilweise wurde davon gesprochen, dass die Konsumgenossenschaften nur palliative Funktion haben, also mehr oder weniger Beruhigung oder Opium fürs Volk sind, so in der Richtung. Warum ich das sage, ist, dass sich diese gegenseitige fehlende Wertschätzung der unterschiedlichen Strömungen auch durchgezogen hat und teilweise bis heute durchzieht, wenn man sich anschaut, wie beispielsweise bestimmte Parteien auch den Genossenschaftssektor beurteilen. Ja? Also da finden sich häufig auch solche gegenseitiges Unverständnis, ja, für diesen eingeschlagenen Weg und eben auch sehr häufig das Urteil des Reformismus, ja, also dass eben die zwar praktisch letztendlich ganz gut waren, aber dass es doch darum geht, den Grundwiderspruch des Kapitalismus aufzulösen und dass dafür diese Genossenschaften nicht der richtige Weg sind. In der Praxis hat sich allerdings gezeigt, dass diese Genossenschaften extrem erfolgreich waren. Dass sie nach mehreren Phasen, die es dann dort auch gegeben hat und nach teilweise zögerlichen Anfängen auch in Deutschland und nach vielen Schwierigkeiten, die ihnen auch von außen entgegengebracht wurden, weil eine Schwierigkeit, können Sie sich vorstellen, war natürlich der Umgang mit anderen Handelsorganisationen, die versucht haben, auch die Preisbindung den Genossenschaften sozusagen aufzudrücken oder vorzugeben, ja? Die irgendwie dann gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass ihr hier bessere Preise habt für eure Mitglieder, als das auf dem Markt, als die Preise auf dem Markt sind. Also die auch versucht haben, dann natürlich verschiedene Handelszusammenschlüsse oder Händlergemeinschaften haben natürlich die Konsumgenossenschaften auch sehr stark bekämpft, ja. Und es gab immer wieder auch Versuche von Seiten des Staates mit Verordnungen und Auflagen, diese Art der Selbsthilfe einfach zu unterbinden. Aber letztendlich ist es so gewesen, dass die Genossenschaften dann sich immer weiter etabliert hatten, also massenweise Zulauf fanden und auch letztendlich unterm Strich um die Zeit ungefähr, als dann das Genossenschaftsgesetz verabschiedet wurde in den 1870er Jahren, da mehr Mitglieder hatten als die Gewerkschaften und die Parteien. Das ist auch nochmal interessant und wichtig zu sehen,
weil letztendlich auch das nochmal ein bisschen erklärt, wieso das Verhältnis dieser verschiedenen Strömungen so angeschlagen waren, weil da ging es auch letztendlich darum, dass möglicherweise auch Konkurrenzen im Spiel gewesen sind, dass man einfach auch sich schwer getan hat zu akzeptieren, dass die Konsumgenossenschaften einen solchen Zulauf haben, obwohl sie eben jetzt nicht jetzt zum Beispiel keinen Vordenker oder so irgendwie etwas hatten, auch keinen offiziellen Theorieüberbau hatten, sondern dass sie ganz einfach in der Praxis sozusagen funktioniert haben. Und wie gesagt, hat sich diese Entwicklung der Konsumgenossenschaften immer weiter verfestigt. Es hat sich dann so weit ausgebaut, dass die beteiligten Genossinnen und Genossen oder auch die beteiligten Genossenschaften dann auch angefangen haben, in die Produktion von Waren einzusteigen, also nicht nur in die Verteilung von Gütern, sondern auch in die Herstellung auf genossenschaftlicher Basis. Das war dann der Anfang der sogenannten Produktions- oder Produktivgenossenschaften. Dieser Teil dieser Teil der Genossenschaftsgeschichte der Konsumgenossenschaften wird häufig auch eher am Rande erwähnt. Also bekannter sind dann die späteren Strömungen, beispielsweise von Schulze-Delitzsch, die gewerblichen Genossenschaften, oder von Raiffeisen, die ländlichen Genossenschaften. Aber der Anfang des Genossenschaftswesens, und das ist aus meiner Sicht auch für die heutigen Fragestellungen ganz, ganz wichtig, der Anfang lag sozusagen in der Organisation des Konsumenteninteresses. Und wenn man von Gemeinwohl und Gemeinwohlwirtschaft spricht, dann muss man einfach sehen, dass dass das Konsumenteninteresse letztendlich das allgemeinste Interesse ist. Ja? Also das Interesse sozusagen der Gemeinwirtschaft. Ja? Also dass es nicht nur darum ging, jetzt ein privatwirtschaftliches Gebilde kollektiv zu betreiben, sondern dass es um die Organisation des Gemeininteresses ging, nämlich des menschlichen Bedarfs sozusagen nach Gesundheit, gesunder Ernährung, bezahlbarem Wohnraum, Bildung, persönlicher Entwicklung und so weiter. Und dass das sozusagen die Konsumgenossenschaften auch geleistet haben. Wie gesagt, im weiteren Verlauf der Genossenschaftsgeschichte wird es häufig nicht mehr so stark hervorgehoben. Und wie ich auch schon erwähnt hatte, taten sich auch insbesondere die Parteien, die dann aus der sozialen Frage hervorgegangen sind, auch sehr, sehr schwer mit der Anerkennung dieses praktischen Zweiges. Also beispielsweise haben die Gewerkschaften erst um 1900 herum die Konsumgenossenschaften als gleichwertige, als der Gewerkschaft gleichwertig überhaupt anerkannt. Und Lassalle hat dann den Begriff geprägt der dritten Säule der Arbeiterbewegung, was auch nicht von vornherein gegeben war, sondern worin auch sich eine gewisse Wertschätzung oder Anerkennung dieser Bewegung der wirtschaftlichen Selbsthilfe verbirgt. Wie gesagt, am Anfang, wenn Sie nochmal zurückschauen auf das Foto von dem Laden, am Anfang war sozusagen der Handkarren die Verteilungsstelle von Waren, das Symbol dieser Bewegung, dieser Genossenschaftsbewegung. Später haben sie dann ja eben selber auch Betriebe gegründet und in Eigenbetriebe gegründet und selbst Produktion betrieben. Aber das hat gedauert und am Anfang, wie gesagt, war die Organisierung
des Konsums.